Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für November und Dezember 2020, dem letzten Update in diesem sehr eigentümlichen Jahr. Hoffen wir mal, dass 2021 ein bisschen besser wird. Wie immer schauen wir uns an, was ich so in Arbeit habe, was ich mir so Neues zugelegt habe und was es sonst so Neues gibt rund um den Kanal. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest, was einigermaßen normal und ruhig abgelaufen ist. Und vielleicht hattet ihr ja auch ein paar schöne Bausätze unterm Baum liegen. Ich persönlich bekomme zu Weihnachten nie irgendwelche Bausätze, dafür aber andere nützliche Dinge, über die ich mich natürlich auch sehr freue. Viel wichtiger an Weihnachten ist für mich immer, dass ich da viel Zeit habe und diese Zeit auch hier an der Werkbank gut nutzen kann. Und wir werden später sehen, dass ich doch relativ fleißig war. Wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, hat am 6. Dezember hier auf meinem Kanal die Videomodel Show stattgefunden. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei allen Teilnehmern und Unterstützern bedanken, die das eben ermöglicht haben. Kam auch sehr gut an, was ich nie so jetzt erwartet hätte in der Form. Dass viele Teilnehmer sich finden, hat mich jetzt nicht überrascht, aber dass das dann auch viele anschauen, das dann schon mehr. Also das Video hat sehr viele Aufrufe bekommen und es gibt eben auch sehr viele Leute, die das mehr oder weniger komplett anschauen. Und ja, das Video ist fast 90 Minuten lang. Das überrascht mich doch, dass da die Leute so viel Sitzfleisch haben. Also scheint das Ganze doch ein ganz annehmbares Konzept zu sein und das ermutigt mich natürlich auch, das nächstes Jahr wieder zu organisieren. Einige meinten ja auch, ich soll es zweimal im Jahr machen. Das erscheint mir vielleicht ein bisschen zu viel. Es wäre zwar möglich natürlich, aber ja, das ist glaube ich ein bisschen zu viel und vielleicht stumpft es dann auch ein bisschen ab, das will ich auch nicht. Einmal im Jahr erscheint mir eigentlich genau richtig und nächstes Jahr werde ich das wieder organisieren, wieder so Ende November, Anfang Dezember. Aber da werde ich natürlich bei Zeiten dann noch darauf hinweisen in separaten Videos oder in einem Kanalupdate. Dann haben mich auch noch 2 Spenden erreicht, die ich euch zeigen möchte. Die erste Spende kommt direkt vom Hersteller, von ICM. Die haben mich kontaktiert und nachgefragt, ob ich nicht Interesse hätte, ihre neuen Bausätze in einem Video vorzustellen und eben mein Feedback zu geben. Und da sage ich natürlich nicht nein. Das ist eine große Ehre, wenn so ein Hersteller auf einen zukommt und ja, um sowas bittet. Und ja, die haben mir gleich was zugesendet, nämlich einmal hier einen Figurensatz mit einem britischen MG-Trupp aus dem Ersten Weltkrieg im Maßstab 1:35. ICM-Figuren sind mittlerweile wirklich spitze, habe ich ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal auf meinem Kanal vorgestellt. Die machen echt einiges her. Und das zweite ist hier ein Fahrzeug, und zwar ein Sonderkraftfahrzeug 247, Ausführung B. Brandneuer Bausatz. Ich würde sogar sagen, auf den hat die Welt gewartet. Ist ein Fahrzeug, was schon längst überfällig war, dass es mal als Bausatz rauskommt. Die Hersteller überbieten sich ja immer gerne mit zahlreichen Tigern und Panthern und Panzer IV. Aber solche Fahrzeuge kommen immer ein bisschen zu kurz und da finde ich es gut, dass ICM sich um sowas auch kümmert und die Flanken nicht vernachlässigt. Das sind Bausätze, die werden wir uns dann ja, in den nächsten Wochen mal näher anschauen in dem Video. Die zweite Spende ist fürs Ferienprogramm gedacht. Das freut mich immer besonders, wenn das nicht zu kurz kommt. Und die stammt vom Marco. Und wie man sehen kann, hat sich der Marco nicht lumpen lassen. Vielen Dank dafür, das ist sehr großzügig. Ich stand mit ihm per E-Mail in Kontakt wegen der Videomodel Show und da hat er eben gleich angeboten, auch was fürs Ferienprogramm zu spenden. Schauen wir schnell an, was das ist. Hier von Revell ein EC 135, dann hier von Revell eine Boeing 737 in Haribo Optik und da kommt auch gleich noch eine zweite hinterher. Sehr nett. Dann noch eine Airbus A320 und von Itellery eine Su-27. Ja, perfekte Bausätze für die Kinder und Jugendliche. Und ja, ich werde das dann treuhänderisch verwahren und weiterleiten. Das Ferienprogramm konnte ja dieses Jahr nicht stattfinden wegen dem Coronavirus und den Hygienebestimmungen. Das erschien mir da einfach nicht sinnvoll, in dieser Situation so einen Kurs zu veranstalten.
Aber ich habe mir einen kleinen Trost überlegt oder einen Ersatz. Und zwar habe ich am 23. Dezember noch ein paar Päckchen gepackt mit diversen Bausätzen und habe das dann hier an die Kinder und Jugendlichen hier im Dorf verteilt, die da sonst immer mitmachen bei dem Kurs. Die Überraschung ist natürlich auch vollkommen geglückt und sowas macht mir ja immer diebische Freude, wenn ich Leute so komplett überraschen kann mit sowas Schönem. Ja, und da bin ich eben von Haus zu Haus gefahren, habe geklingelt und die Sachen abgegeben. Und ja, solche Aktionen und auch das Ferienprogramm im Allgemeinen wären natürlich nicht möglich ohne solche Spenden. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr loswerden wollt für einen guten Zweck, könnt ihr mich immer kontaktieren und dann können wir entsprechend was vereinbaren, dass ich dann diese Bausätze übernehme und dann eben an die Kinder und Jugendliche weiterleite. Seit dem letzten Update ist es mir nicht gelungen, ein Projekt fertigzustellen, wobei eines relativ nah an der Fertigstellung ist, da kommen wir dann gleich dazu. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach an, was ich so an Arbeit habe. Mein Langzeitprojekt, das Diorama zum englischen Bürgerkrieg, hat jetzt wieder eine neue Wendung bekommen. Wie ich ja schon im letzten Update angedeutet hatte, werde ich da einen neuen Dioramensockel bauen, weil mir der alte irgendwie nicht so gefällt von der Aufteilung her. Deswegen kommen da auch ein paar Änderungen dazu, zum Beispiel noch mehr Zubehör, zum Beispiel hier so Schanzkörbe von MMA oder hier noch so Fässer und Eimer von La Meridia Miniatures und noch eine zusätzliche Figur von Cressy Models. Der passt natürlich perfekt zum englischen Bürgerkrieg hier, dieser Kürassier. Ja, und als Dekoration habe ich mir hier noch 2 Repliken von englischen Münzen aus der Zeit kommen lassen, die dann eben den Sockel verzieren sollen. Ja, da bin ich jetzt allerdings noch nicht irgendwie weiterkommen, werde mir da einen passenden Sockel zuschneiden und aufbauen und es soll dann eben eine Artilleriestellung werden, vielleicht mit ein paar spanischen Reitern noch dazu oder irgendwelchen Pfählen und eben die Schanzkörbe und dann eben die 4 Figuren. Mit dem T34 und Stuck 3 Diorama, wo ich ja auch den Baubericht dazu mache, bin ich ganz gut vorangekommen und zwar habe ich es endlich geschafft, das Stuck 3 fertig zu altern. Das ist schon mal ein großer Schritt nach vorn. Insgesamt habe ich da jetzt nichts Besonderes gemacht. Einfach die üblichen Methoden verwendet, Gartenerde, Ölfarbe und ein bisschen Trockenmalen. Also jetzt nichts Weltbewegendes. Aber ich habe das sehr viel gefilmt und fotografiert und da bin ich eben gerade dabei, das Video zu editieren. Das ist aber relativ aufwendig, weil ich da sehr viel gefilmt und fotografiert habe. Das ist natürlich gut für euch, bedeutet aber viel Arbeit für mich. Die Grobfassung war über 3 Stunden lang. Das habe ich jetzt natürlich weiter eingekürzt, weil da auch viel dabei ist, was man jetzt nicht unbedingt zeigen muss. Ja, und jetzt sind wir so bei 1,5 Stunden. Und das wird noch weiter eingekürzt und auch die Wiedergabegeschwindigkeit ein bisschen beschleunigt, damit das eben gut zum Anschauen ist. Und da bin ich eben gerade dabei. Und wenn das Video erledigt ist, mache ich weiter mit dem Motorrad und den Figuren. Dann habe ich auch noch mit 3 neuen Projekten begonnen. Eins davon ist hier der Bodybuild mit dem Felis Barcelonensis, wo es um das K5E Eisenbahngeschütz gehen soll im Maßstab 1:35. Er baut den Trumpeter-Bausatz und ich den Dragon-Bausatz. Und Ziel soll eben sein, dass man dann eben vergleichen kann, wo die Unterschiede sind bei den Bausätzen und jeder, der dann eben so ein Eisenbahngeschütz auch bauen will, kann dann eben entscheiden, welcher Bausatz ihm mehr liegt. Ja, nachdem das aber so ein Nebenprojekt ist und auch ziemlich massiv ist, habe ich da jetzt in letzter Zeit nicht so viel dran gearbeitet. Ich habe eben die beiden Unterteile der Drehgestelle montiert und weiter bin ich jetzt bisher noch nicht gekommen. Ich denke aber, dass es damit bald weitergehen wird. Ziel ist es jetzt von mir, im Laufe des Januars die Drehgestelle komplett fertig zu bauen und danach schauen wir mal weiter. Ich habe die Zeit aber noch ein bisschen für Recherchen genutzt. Da habe ich mir hier dieses kleine Büchlein zugelegt von Squadron. Ist recht interessant. Es sind ein paar Einsatzfotos drin, aber
Wertvoller sind die vielen Detailaufnahmen der beiden Geschütze, die es da eben noch gibt in den USA und in Frankreich. Und das ist sicherlich sehr hilfreich, weil ja, der Dragon-Bausatz, aber auch der Trumpeter-Bausatz beide so ihre Detailprobleme haben, soweit ich weiß. Und ja, da möchte ich mich eben ein bisschen absichern. Und da kann ich eben nachschauen, wenn irgendwas fragwürdig sein sollte. Alles in allem bin ich mir relativ sicher, dass sich dieses Projekt viele, viele Monate hinziehen wird. Wird einfach dauern, weil einfach viel zu tun ist. Und ich möchte ja da auch ein Diorama bauen. Und da ist es ja jetzt nur mit einer Eisenbahnstrecke auch nicht getan. Da soll vielleicht ein Eisenbahntunnel drauf und noch ein bisschen drumherum was sein. Vielleicht ein paar Gebäude oder ja, so Einrichtungen, die man eben so neben Bahnstrecken so findet. Also das wird doch relativ aufwendig. Aber ja, wir werden euch in unseren Update-Videos auf dem Laufenden halten und ihr kriegt ja auch hier in meinen Kanal-Updates dann immer wieder was davon zu sehen. Das zweite Projekt, was ich angefangen habe, ist der rhodesische T55 von Mini-Art. Nachdem ich ja Anfang November aus der Quarantäne wieder entlassen wurde, hatte ich ein gewisses Übermaß an Motivation und das habe ich dann gleich in diesen sehr aufwendigen Bausatz investiert. Der ist nämlich nicht zu unterschätzen. Zusammengepasst hat er gut, da gibt es keine Probleme, auch detailmäßig wunderschön. Toller Bausatz, kann ich sehr empfehlen. Das Problem ist nur, dass der sehr kleinteilig ist und das ist manchmal doch etwas frustrierend, weil ja, es muss nicht jedes kleine Fitzelchen aus 5 bis 10 Teilen bestehen und das finde ich ein bisschen übertrieben, jetzt von einer Designperspektive her, also man kann den Bausatz einfach auch anders anlegen. Ja, Mini-Art hat hier den, glaube ich, kompliziertesten Weg gewählt. Es funktioniert auch, sieht schön aus, aber zum Zusammenbauen ist es doch etwas mühsam. Trotz allem war das der richtige Bausatz für diese Situation und ich hatte den Bausatz auch in relativ kurzer Zeit beisammen. Dann ging es auch schon weiter mit der Lackierung. Zunächst habe ich das Modell komplett schwarz grundiert, dann kam eine dunkelgrüne Grundfarbe drauf und anschließend noch dieses sandbraune Tannmuster. Ist nicht ganz einfach, braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber die Bemalungsanleitung von Mini-Art ist wirklich sehr gut und da konnte ich dann dieses doch recht spezielle Tannmuster ganz gut umsetzen. Gealtert habe ich das Modell in üblicher Art und Weise. Zuerst kam ein dunkles Ölfarbenwash drauf, mit dem eben die Details ein bisschen betont wurden. Danach kamen ein paar Lackschäden dazu, die habe ich einfach aufgetupft und aufgemalt. Nachdem die Fahrzeuge da relativ neu waren, muss man es da auch nicht übertreiben. Und zum Schluss kamen noch ein paar Staubeffekte drauf, da habe ich wieder Erde aus dem Garten dafür verwendet. Zu den Figuren gibt es auch einiges zu sagen. Es gibt im Maßstab 1:35 nach wie vor keine Figuren rhodesischer Soldaten. Da muss man sich immer mit kleineren Umbauten behelfen. Habe ich hier auch wieder gemacht und eben 2 Resin-Figuren entsprechend angepasst. Der eine ist eigentlich ein US Marine Corps Panzermechaniker von The Body. Dem habe ich einfach einen anderen Kopf verpasst. Der zweite ist ein australischer Soldat im Vietnamkrieg von Callsign Models. Ja, da muss sich so gut wie nichts verändern, da habe ich nur den Minensuchhund weggelassen. Und der dritte im Bunde ist ein Krokodil. Das ist eine 3D gedruckte Figur von Mame. Habe ich schon länger in meinem Depot, genau für so ein Diorama. Das hatte ich schon länger im Kopf, dass ich das mal bauen will. Ja, da gab es eigentlich nicht viel zu tun, ein bisschen was zum Versäubern gab es. Und dann habe ich alle 3 Figuren an einem Abend bemalt. War jetzt nicht weiter aufwendig. Den Dioramensockel habe ich in üblicher Art und Weise gebaut. Das ist eine rechteckige Holzplatte, die außenrum mit Balsaholzplatten vertäfelt wurde. Innen drin wurden dann Styroporplatten eingeklebt und zugeschnitten, um eben diese Geländeform zu erzeugen. Danach kam eine Schicht Reparaturmörtel drauf und eine Schicht Modelliermasse und dann noch eine Mischung aus Erde, Holzleim und Wasser, womit dann sich eben hier die Oberfläche erstellen lässt, diese Bodentextur. Das soll hier so eine Uferböschung sein an dem Fluss. Da kommt hier dann noch Wasser rein, werde ich irgendeinen
Gießharz nehmen, vermute ich mal. Und das Krokodil sonst sich da eben. Und ja, das Diorama allgemein soll dann noch sehr viel Bewuchs bekommen. Momentan habe ich hier nur eine Akazie montiert, die ist von Coniferi Silvis. Ich möchte aber noch viel mehr Pflanzen hier verbauen. Auf die warte ich noch, deswegen ist das Diorama noch nicht fertig, weil so viel Material, was da auch passt für den afrikanischen Busch, hatte ich jetzt hier nicht im Depot, habe ich eben bestellt, ist noch nicht da. Und sobald es kommt, werde ich das Diorama dann auch fertigstellen. Also das wird so eins der ersten Sachen sein im neuen Jahr, was ihr zu sehen bekommt. Und hier haben wir das dritte Projekt, was ich angefangen habe. Das ist mein Beitrag für den Panzerjäger-Gruppenbau von Scale Bench Plastic Models und Jorama Modellbau. Da habe ich mir von Itellerie die Semovente L40 ausgesucht. Die Szene soll auf Korsika spielen im Frühsommer 1943. Die Italiener waren ja ab November 1942 Besatzungsmacht auf Korsika und es passt ganz gut, nachdem der Bausatz von Itellerie ja auch schon eine Variante vorschlägt, die auf Korsika stationiert war. Von dem Bausatz habe ich mir allerdings ein bisschen mehr erhofft. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor einiger Zeit mal den L6 Panzer gebaut von Itellerie. Das ist ja die Basis für diesen Bausatz und der war eigentlich ganz schön. Die Semovente allerdings, war jetzt nicht ganz so schön. War ein bisschen widerspenstiger an einigen Stellen. Der Aufbau wollte nicht so recht zusammenpassen. Auch die Fahrwerkskomponenten waren irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht warum da so Qualitätsunterschiede vorhanden sind, nachdem es eigentlich zur Hälfte derselbe Bausatz ist. Ja, gab ein paar Passprobleme hier und da, wo ich ein bisschen spachteln musste. Es sind auch einige Löcher offen blieben, die man zuspachteln muss. Finde ich ein bisschen ärgerlich, aber so ist es eben. Ich habe das Modell dann noch ein bisschen aufgewertet mit einem Alurohr von Model Victoria und Metallketten von Friul. Und hier dieses Verdeck habe ich auch ersetzt. Das Teil im Bausatz sah wirklich total hässlich aus, kann man so nicht verwenden. Darum habe ich das weggelassen und dann eben aus einem Brillenputztuch und Klarlack hier eine neue Plane geformt. Wie ihr sehen könnt, befindet sich das Diorama noch in der Rohbauphase. Da ist noch einiges zu tun. Ich habe als Grundlage einen Bilderrahmen verwendet dieses Mal und habe das außenrum wieder mit Balsaholz vertäfelt, aufgefüllt mit Styropor, das Ganze ein bisschen zugeschnitten und habe dann schon angefangen, hier diese Mauer und dieses Tor einzuarbeiten. Das ist von MK35 und hier eine Pflasterstraße zu bauen. Die Steine sind von Gero Design. Da muss ich jetzt hier am Rand das Ganze noch plan schleifen, wie auch an einigen anderen Stellen, wo der Sockel einfach noch ein bisschen nachbearbeitet werden muss mit Spachtelmasse, wie es sich halt so ergibt. Der Baum ist wieder von Coniferi Silvis. Da habe ich so einige im Depot und die möchte ich jetzt mal so allmählich verbauen, weil die ein bisschen viel Platz wegnehmen. Ja, sind sehr schöne Bäume. Kann man, wenn sie stattfinden, auf Messen ganz gut kaufen. In Stammheim war da der Händler immer da, oder der Hersteller eigentlich. Und die sind relativ preisgünstig und sehen eigentlich auch ganz gut aus. Für die Figuren habe ich wieder das Nonplusultra verwendet, was es für italienische Soldaten im Maßstab 1:35 gibt, nämlich Resinfiguren von Model Victoria. Die sind einfach wunderbar detailliert und einfach zusammenzubauen. Keine Nacharbeit ist da notwendig und die sind einfach immer wieder schön und machen einiges her. Und da habe ich hier einen Panzersoldaten und zwei Kollegen der Infanterie. Ich habe vor, noch weitere Komponenten hier einzuarbeiten, zum Beispiel einen Telegrafenmast und ein paar Straßenschilder. Hier kommt dann natürlich auch noch ein Gitter hin an diese Mauerstücke. Also da ist noch einiges zu tun. Und ja, ich denke, das ist doch ein mehr als würdiger Beitrag für diesen Gruppenbau. Sobald der T55 fertig ist, möchte ich mich dann auch darauf fokussieren, damit das Ganze dann auch termingerecht fertig wird. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt an, was ich mir so alles an neuen Bausätzen zugelegt habe seit dem letzten Update.
wie ihr sehen konntet, habe ich wieder ordentlich zugeschlagen. So ein paar Neuheiten mussten natürlich sein, so wie der neue Panzer IV von Tamiya oder auch der Lanz-Bulldog von Mini-Art. Sind beides Sachen, die mich einfach total reizen. Aber auch ein paar so ältere Bausätze, wie zum Beispiel die Diana von Bronco, finde ich ganz reizvoll. Ja, Bronco-Bausätze an sich stören mich jetzt nicht so. Manche Leute hassen die ja, weil die doch recht kompliziert sind. Ich persönlich finde die eigentlich ganz okay. Ja, Figuren sind immer in Ordnung und ein bisschen Diorama-Zubehör ist ja sowieso immer willkommen. Was die Videos hier auf dem Kanal anbelangt, wird es natürlich auch nicht langweilig in nächster Zeit. Ihr werdet sehr bald schon meinen Jahresrückblick sehen, wo man nochmal so alle Ereignisse und alle Modelle, die ich so gebaut habe, so beieinander sieht, so als Rückschau eben. Das kommt so als nächstes, würde ich mal sagen. Dann ist ja der T55 nicht mehr so weit entfernt von der Fertigstellung. Das wird auch sehr bald kommen. Bausatzbesprechungen von den ICM-Sachen, aber auch von anderen Herstellern warten auf euch. Ja, und vielleicht ergibt sich noch irgendwas anderes, ein kleines Tutorial. Ich wollte ja schon längst mal was machen zu der Pinselseife, wie man die benutzt. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen Zeit dafür finde. Das ist so ein Video, was ich schon längst mal machen wollte, aber irgendwie hat immer die Zeit gefehlt. Und das ist sowas, was ich mir vorgenommen habe, was so eben in den nächsten Wochen so an Videos produziert werden soll. Gut, dann bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen wir doch, dass das neue Jahr 2021 ein bisschen besser wird wie das vergangene. Ich hoffe ja vor allem, dass diverse Ausstellungen und Messen stattfinden können, weil das war dieses Jahr schon ein bisschen öde, so ganz ohne Ausstellungen. Ja, Spielwarenmesse wäre jetzt zum Beispiel das erste, was ansteht, aber ich denke, das kann nicht stattfinden. Ich glaube auch, das wurde verschoben, aber ja, da bin ich eher skeptisch für die erste Jahreshälfte und danach, ja, schauen wir mal. Ich bin ja kein Orakel, ich kann es eh nicht wissen, das ist nur so ein Bauchgefühl. Wie dem auch sei, guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Varkas.